Lena, ein armes schwarzes Mädchen, das von ihrer eigenen Haut verfolgt wird. Folge 10. Alex, du siehst traurig aus. Was ist das Problem? Sag mir dein Problem. Ich bin wirklich besorgt. Ich wurde heute ausgeraubt. Weißt du, ich lebe allein in dieser Stadt. Mein Vater lebt in Kanada. 2 Einbrecher sind in mein Haus eingedrungen. Sie haben mein Geld gestohlen und meine Kreditkarten genommen. Ich war sehr besorgt. Ich habe die Polizei gerufen, aber diese Einbrecher waren weggelaufen. Ich kann in dieser Nachbarschaft nicht mehr bleiben. Oh Gott, Gott sei Dank, dass es dir gut geht. Ich lasse dich jetzt nicht mehr gehen. Du wirst hier bei mir bleiben. Ich liebe dich sehr, Alex. Ich kann dich nicht verlieren. Du bist mein Leben. Ich habe jetzt kein Geld. Sie haben mein Geld genommen. Ich kann auch meinen Vater nicht anrufen. Warum ist das so? Alex, du solltest mit deinem Vater sprechen. Er wird dir etwas Geld schicken. Du bist ein reicher Junge. Er muss sich um dich sorgen. Verheimlichst du mir etwas? Er ist Herzpatient. Wenn ich ihm von diesem Vorfall erzähle, wird er krank. Er wird nächsten Monat hierher kommen. Ich werde ihm alles erzählen. Er ist sehr beschäftigt und ich will ihn nicht stören. Bitte versuche, meine Situation zu verstehen. Ach so. Jetzt bist du ein guter Mensch, Alex. Du liebst deinen Vater sehr. Mach dir keine Sorgen. Du kannst hier bleiben. Mein Geld ist dein Geld. Ich bin bei dir, meine Liebe. Vielen Dank, Luisa. Ich liebe dich sehr. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich werde dich bald heiraten. Bitte bleib bei mir. Du bist meine Welt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Er hat uns verlassen. Alex hat seinen Vater sehr verletzt. Lena, du sollst Alex noch einmal anrufen. Er muss an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen. Ich habe ihn so viele Male angerufen, Mama. Er geht nicht ans Telefon. Oh Gott. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Er war so ein guter Mensch. Was? Auf keinen Fall, er kann nicht hier bleiben. Er ist ein junger Junge. Du bist auch ein junges Mädchen. Er soll seinen Vater anrufen.
Ich habe dir alles erzählt, Mama. Er wurde heute ausgeraubt. Er braucht mich. Ich liebe ihn sehr. Er wird hier bleiben. Sein Vater wird nächsten Monat zurückkommen. Bitte, Mama, sag nicht nein. Wir lieben uns. Ich denke, er liebt dich nicht. Er hat dich nur ausgenutzt. Ich weiß, er ist ein reicher Junge. Er ist auch hübsch. Wird er dich heiraten? Ja, Mama, er wird mich heiraten. Er kann alles für mich tun. Er kann für mich sterben. Gut. Ich muss mit ihm sprechen. Er muss dich bald heiraten. Alex, meine Mutter möchte mit dir sprechen. Alex, Luisa hat mir alles über dich erzählt. Es tut mir so leid, das zu hören. Ich muss mit dir sprechen. Liebst du wirklich meine Tochter? Ja, ich liebe Luisa sehr. Ich kann alles für sie tun. Mein Vater wird nächsten Monat hierher kommen. Kann ich hier bleiben? Wenn du meine Tochter wirklich liebst, musst du sie morgen heiraten. Du kannst hier bleiben. Oh Gott, das ist eine goldene Gelegenheit für mich. Ich kann hier bleiben. Ich werde sie heiraten. Sie ist ein reiches Mädchen. Ja. Ich werde sie morgen heiraten. Vielen Dank. Alex, ich weiß, dein Vater ist in Kanada. Er kann morgen nicht kommen. Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Bitte ruf ihn jetzt sofort an. Was ist passiert, Alex? Ich möchte mit deinem Vater sprechen. Bitte ruf deinen Vater jetzt sofort an. Er weiß nichts über deine Ehe. Du musst meine Tochter morgen heiraten. Alex, worauf wartest du? Ruf deinen Vater an. Ich will auch mit ihm sprechen. Ich heirate morgen. Ich bin super aufgeregt. Ja, ich werde ihn anrufen. Mein Vater geht nicht ans Telefon. Ich denke, er schläft. Mach dir keine Sorgen, ich werde meinen Vater später anrufen. Mach dir keine Sorgen, wir werden später mit ihm sprechen. Störe ihn nicht. Ich gehe schlafen. Du musst morgen einkaufen gehen. Du wirst meine Tochter heiraten. Du musst dich ausruhen. Gute Nacht. Lena, bitte reiß dich zusammen. Er wird nicht zurückkommen. Alex sollte hier sein. Hast du mit ihm gesprochen? Ich habe ihn so viele Male angerufen. Er hat nicht ans Telefon gegangen. Er ist eine nachlässige Person. Er ist ein schlechter Sohn. Wir müssen Alex finden. Er muss die Wahrheit wissen. Alex' Vater hat uns von Alex' Freundin erzählt. Sie ist sehr reich. Ihre Mutter hat ein großes Hotel. Kennst du dieses Hotel? Ja, Mama. Ich kenne dieses Hotel.
Ich werde morgen dorthin gehen. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie kann uns etwas über Alex erzählen. Oh, mein Schatz, du siehst so schön aus. Bist du glücklich? Dein Glück bedeutet mir die Welt. Ja, Mama, ich bin überglücklich heute. Alex gehört mir. Ich liebe ihn sehr. Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen. Ich freue mich so sehr, das zu hören. Lass uns jetzt gehen. Alex wartet auf dich. Gehst du ins Hotel? Ja, Mama. Ich gehe ins Hotel. Alex' Vater hat dort gearbeitet. Ich muss seinen Chef treffen. Diese Frau kann uns helfen. Wir müssen Alex davon erzählen, Vater. Okay, mein Schatz. Pass auf dich auf. Bitte ruf mich später an. Hallo, Martin. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Hast du Fräulein Lena gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Weißt du, wo sie ist? Sie ist heute nicht gekommen. Ihr Nachbar ist letzte Nacht gestorben. Sie wird heute nicht kommen. Der Direktor hat mir davon erzählt. Oh, wirklich? Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ich wusste nichts davon. Entschuldigen Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Ich möchte die Besitzerin dieses Hotels treffen. Kann ich sie treffen? Es ist wirklich dringend. Bitte sagen Sie es mir. Sie können sie heute nicht treffen. Sie ist nicht hier. Ihre Tochter heiratet. Sie können sie morgen treffen. Aber ich muss sie wirklich treffen. Wo ist der Veranstaltungsort? Kennen Sie den Veranstaltungsort? Bitte sagen Sie es mir. Ich muss sie wirklich heute treffen. Ja, ich kenne den Veranstaltungsort. Ich werde es dir sagen. Miss Louisa, nehmen Sie Alex zu Ihrem Ehemann? Ja, das tue ich. Herr Alex, nehmen Sie Louisa als Ihre Frau? Ja, das tue ich. Herzlichen Glückwunsch. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Alex, Du. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden?
Was ist dort los? Wer ist dieses Mädchen? Alex. Ich habe dich so viele Male angerufen. Ich muss dir etwas sagen. Dein Vater ist nicht mehr. Er ist letzte Nacht gestorben. Was sagst du da? Das kann nicht passieren. Nein, nein. Oh nein, wie ist das möglich? Sein Vater ist in Kanada. Du lügst. Hör auf, Lena. Luisa, was ist hier los? Woher kennst du dieses Mädchen? Du solltest dich schämen. Du bist ein schlechter Sohn. Papa ist wegen dir gestorben. Du bist eine egoistische Person. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.